Hallo liebe Freunde, Juri aus Sibirien grüßt euch ganz herzlich. Heute ist der 14. Oktober 2025, Dienstag. Ich fahre jetzt mit Matthias Richtung Sludjanka und in diesem Video möchte Matthias euch erzählen, warum er vor kurzem mit dem Zug Richtung Krasnojarsk gefahren ist und was er dort gekauft hat. Also bleibt bitte dran. In diesem Video werdet ihr viele neue und interessante Informationen erfahren. Und ich zeige euch auch unseren Weg bis nach Sludjanka aus dem Autofenster. Also bleibt bitte dran. Hallo Matthias, kannst du bitte über deine Reise erzählen, was du gekauft hast? Also von Anfang an bitte. Kann ich machen. Das Endergebnis, in dem sitzen wir gerade, in einem Volga, Baujahr 1997, Modellreihe 31029 mit Vergasermotor und Heckantrieb, 5-Gang-Getriebe, voll mechanisch, Fensterheber mechanisch, kein elektronischen Schnickschnack. Und technischer Erhaltungszustand würde ich sagen, Note 1 bis 1,5. Ich habe den Motor überprüft, das Fahrwerk, alles ausgiebig getestet. Dazu gibt es dann noch ein extra Video, was wir mit Jura extra für euch machen, einen alten russischen Mechanikertrick. Ja, und wie begann alles? Es begann alles eigentlich Freitag, dass ich nach Ulan-Ude fahren wollte mit dem Dorfbus. Aber der Dorfbus fuhr ohne mich, weil er überbucht war, eine halbe Stunde früher als geplant. Dann stand ich bei uns im Dorf und wusste nicht mehr weiter. Spontan entschieden gefragt, habe mich beschwert bei der Busfirma. Die haben mir dann angeboten, ich könnte nach Chita fahren. Also spontan umgebucht, in den Bus nach Chita eingestiegen und diese Holperpiste im Bus gefahren. Allen Fahrgästen taten danach die Knochen weh. Naja, in Chita angekommen, musste ich mir erstmal ein neues Zugticket kaufen, weil ich hatte mein Ticket von Ulan-Ude geplant nach Krasnojarsk. Entschuldigung. Und das Endergebnis war, dass der gleiche Zug, mit dem ich von Ulan-Ude fahren wollte, auch durch Chita fährt. Das ist der Zug Nummer 9, Wladiwostok-Moskau. Das ist eine große Zuglinie, die täglich fährt. Ich hatte Glück. Ich habe noch ein Ticket bekommen von Chita nach Ulan-Ude für knappe 3000 Rubel, ist ein guter Preis. Natürlich nur Platzkart, mehr hatte ich nicht. Aber ich hatte mein Ziel erreicht. Ich komme von Chita nach Ulan-Ude. Ich musste in Ulan-Ude umsteigen von dem Waggon Nummer 20 in den Waggon Nummer 18 und bin dann weitergefahren nach Krasnojarsk. Und auf dem Weg nach Krasnojarsk habe ich dann mit Hilfe des Zugpersonals herausgefunden, dass mein Zug, in dem ich sitze, weiter nach Tjazin fährt, wo ich den Volga kaufen wollte. Also in allem Glück gehabt, noch im Zug für 1900 Rubel ein Erweiterungsticket gekauft und im selben Waggon von Platz Nummer 54 auf Nummer Platz 20 gewechselt. Und so war ich etwa 2 Tage und wenige Stunden im Zug unterwegs, habe mich im Zug ernährt, geschlafen. Aber ich muss sagen, wenn man es mal macht, ist es okay. Aber immer tagelang im Zug sitzen möchte ich ehrlich gesagt nicht. Es ist nicht bequem, für mich sind die Betten zu klein. Das war die Anfangsgeschichte. Ja, so, in Tjazin angekommen, ging die Geschichte weiter. Aber dazu dann später mehr, wird Juri weiteren Fragen stellen. Ja, das war erstmal die Einführung, die erste Vorstellung der ganzen Geschichte über den Kauf eines neuen Autos. Und wenn ihr, liebe Freunde, dann mit dem russischen Zug fahren wollt, dann bitte frühzeitig buchen. Man muss unbedingt den unteren Schlafplatz buchen. Auf jeden Fall. Der obere Schlafplatz ist so unbequem, wenn man Pech hat, zerreißt man sich die Klamotten dabei. Der untere Schlafplatz kostet zwar ein bisschen teurer, aber das lohnt sich. Dann fahrt ihr gemütlicher, entspannter und könnt ihr wirklich die Zugreise genießen und nicht sich quälen. Das ist mein Tipp für euch, für den Fall, wenn jemand von euch irgendwann mit Transip reisen möchte. Aber am besten dann natürlich mit einem Abteil mit Tür oder in der 3. Klasse, wenn ihr mit Russen in den Kontakt
kommen wollt. Also bleibt bitte dran, dann geht der nächste Teil über die Geschichte, mit der Geschichte über den Kauf von Volga. Bis gleich. Also liebe Freunde, jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte. Ja, Matthias, kannst du bitte über das Kaufverfahren erzählen? Wie lange hast du nach dem passenden Auto gesucht? Wie war deine Erfahrung mit den Verkäufern und welche Schlussfolgerung hast du daraus gezogen? Bitte erzählen. Also es gibt in Russland mehrere Möglichkeiten, an Autos ranzukommen. Über Autohäuser, welche auch zum Beispiel auf Avito, dem russischen eBay, oder auf Webseiten avto.ru anbieten. Dort hat man wenig Scherereien, wenig Probleme. Man macht einen Termin, das Auto will ich haben, habe ich gefunden, gefällt mir, fährt hin, macht alle Formalitäten, kauft, aber der Preis ist meistens um den Faktor 1,5 bis 2,0 teurer, als wenn man von privat kauft. Natürlich hat man weniger Risiken, juristische Risiken und andere mit Papieren oder mit dem russischen TÜV Techosmotre. Deswegen hatte ich mich entschieden, ich will nicht vom Autohaus, weil ich will das alte Auto haben zum Schrauben, damit wir mit meinem Sohnemann auch daran lernen und üben können. Er soll nicht nur am Handy spielen, er soll auch Schrauben lernen im Auto, reparieren, Mechanik. Das ist mein erstes primäres Ziel. Es hat noch zwei andere Gründe, aber die erkläre ich später. Das Problem war, hier in Russland ein privates Auto zu finden, von jemandem zu kaufen, dass die Verkäufer nicht warten wollen. Ich habe seit etwa 3 Monaten gesucht. Insgesamt hatte ich mir 26 Volga-Modelle angeschaut, gesucht, gefunden im Internet, mit den Verkäufern viel kommuniziert, aber keiner wollte warten, dass ich den schweren Weg antrete. Meistens hätte ich 2 bis 3 Tage gebraucht, um ans Ziel zu kommen, bis ich ankomme und das Auto kaufe. So ist es passiert, dass ich zweimal nach Chita gefahren bin. Das war alles abgesprochen, der Verkäufer hatte es verkauft, bevor ich ankam. Genauso Ulan-Ude ist mir 3-mal passiert. 2-mal war ich auf dem Weg, beim 3. Mal habe ich vorneweg angerufen, ist das Auto noch da? Es war auch verkauft. Die Verkäufer haben keine Mentalität zu warten. Ich hatte sogar angeboten, 100% Vorauszahlung zu leisten, dass das Auto stehen bleibt für mich. Haben sie auch nicht gemacht. Die russische Mentalität hier ist so, man will schnelles Geld und so schneller man verkauft, umso besser. Deswegen ist es sehr schwierig, von privat hier ein Auto zu bekommen. Am Ende von Lied, von den insgesamt 27 Modellen, die ich mir ausgesucht hatte, ist dieses Modell der einzige Verkäufer, natürlich im am weitesten entfernten Oblast Kemerow, was eine Gesamtstrecke von über 2500 Kilometern etwa ist, von mir entfernt. Junger Mann, sehr akkurat, Student, Auto vom Vater. Und der hat gesagt, okay, ich warte. Ich hatte ihm auch die Vorauszahlung angeboten, aber er hatte mir versprochen zu warten, wenn ich ihm die Kopien meines Bustickets und Bahntickets schicke. Habe ich gemacht und damit haben wir den Vertrag sozusagen schriftlich über Telegram-Chat abgeschlossen, gesagt, er wartet, er lässt das Auto stehen, bis ich da bin. Gesagt, getan, die Geschichte der Anreise kennt ihr, hingefahren, habe das Auto erstmal untersucht auf alle Probleme. Es hat alle Kleinigkeiten, die ich von meinem alten Volga kenne. Deswegen ist hier viel Schrauberarbeit, viel Kleinigkeiten und das ist genau das Richtige, dass ich mit meinem Sohn daran schrauben kann. So, Motor, Getriebe, Antriebsstrang, Hinterachse, Bremsen, Lenkmechanik, ist alles wie im Neuzustand. Das Getriebe ist ein wenig ölig, ist aber eine ganz normale Krankheit, weil die Deckeldichtung ist undicht, die ist nur aus Pappe. Aber es ist auch keine große Sache, das werden wir wechseln. Für mich war wichtig, dass die Antriebstechnik, Vergaser, Motor und alles, was dazugehört, in einem guten Zustand ist. Weil ich hatte schon viele Modelle gefunden, wo die nicht gut waren. Und zur Überprüfung des Motorzustandes machen wir dann ein extra Video. Für euch einen russischen Lifehack eines sehr lieben Freundes von Sascha Demburaten, den ihr schon kennt aus den Videos. Das war so jetzt im Groben im Ganzen. Als dort angekommen war, natürlich war sofort ein Problem erkennbar mit den Reifen. Die Reifen sind Sommerreifen und wir sind im Winter. Deswegen ist es für mich unbedingt erforderlich, spätestens in Ulan-Ude werden wir neue Reifen kaufen. Aber das ist auch kein großer Akt in Russland. Reifen bekommt man in jeder Ecke hier. So, das war es jetzt von mir im Großen und Ganzen vom Kauf. Die Papiere natürlich beim Kauf muss man überprüfen. Man schreibt den Kaufvertrag ganz normal.
Pass des Verkäufers, Pass des Käufers, alle Daten eintragen vom Fahrzeug. Man muss die Motornummer überprüfen, die Rahmennummer, die Seriennummer überprüfen, ist ganz normal. Und dann schließt man den Kaufvertrag ab, einigt sich über Summe, bezahlt den Preis und man fährt mit dem Auto, so wie es da steht, weiter. Man kann in Russland 10 Tage mit Kaufdokument, ohne Versicherung, ohne Nummernschild fahren, ist kein Problem. Mein Auto hat Nummernschild, das heißt, ich habe die alte Versicherung noch aktiv, die ist für mich 10 Tage automatisch aktiv, da ich das Auto per Vertrag gekauft habe. Und in 10 Tagen muss ich schaffen, den TÜV, genannt Techosmotor bei uns. Ich muss eine Versicherung abschließen auf meinen Namen und dann muss ich zu GIBDD, zur russischen Polizei, mein Auto anmelden. Und das werde ich in meinem Dorf machen. Das ist jetzt so mal im Groben im Ganzen der Ablauf eines Kaufs für euch eines russischen Automobils. Also Matthias möchte noch was ergänzen, was beim Kauf eines Autos in Russland zu beachten ist. Bitte Matthias. Also es ist ganz wichtig beim Autokauf von Privat und auch von Autohäusern, die Autos selbst online im Internet zu überprüfen. Es gibt in Russland die Möglichkeit, für kleines Geld ab 179 Rubel sich die komplette Historie des Autos anzeigen zu lassen. Das habe ich gemacht für alle Autos. Ich habe da Autos gefunden mit Arrest, mit Strafen, mit Steuerrückstand. Das Problem ist, wenn du ein Auto kaufst in Russland und es hat Strafen oder Steuerverzug oder andere juristische Strafen, du kaufst diese Strafen mit und du bezahlst die Strafen dann bei der Anmeldung des Autos. Da habe ich 7 oder 8 Stück gefunden mit Strafen, mit keine Steuer bezahlt und anderen Schulden. Und das möchte man natürlich nicht mit dem Auto kaufen. Das ist logisch. Deswegen sollte man jedes Auto, bevor man es kauft, auch von Autohäusern, wenn man die Möglichkeit hat, man muss das polizeiliche Kennzeichen wissen oder die Seriennummer, die VIN-Nummer. Die gibt man im Internet ein und dann bekommt man für die Bezahlung des kleinen Betrages ab 179 Rubel bis 300 Rubel knapp, bekommt man die komplette Historie des Autos angezeigt. Von der ersten Anmeldung, jeden Besitzer, sind Strafen, Schulden vorhanden, wurde es als Taxi benutzt. Die ganzen Techosmotor-Einträge mit Kilometerstand, mit Laufleistung. Man kann die Kilometerlaufleistung anhand dessen kontrollieren, wie oft war es in der Werkstatt. Jede Autowerkstatt muss die Daten hinterlegen in Russland, jede offizielle Werkstatt. Dann die ganzen Techosmotor-Einträge, TÜV, werden registriert. Und daher habe ich herausgefunden, dass dieses Auto zwar 8-mal den Besitzer gewechselt hat, aber alles eine Region, eine große Familie. Und dass die Laufleistung von 81.000 Kilometer auch original ist. Das Auto hat jedes Jahr ein paar tausend Kilometer zurückgelegt, es wurde bewegt, es wurde gepflegt, es hat alle 2 Jahre, 3 Jahre TÜV bekommen und damit war ich sicher, dass die Reise dorthin kein Risiko für mich ist. Und vor Ort natürlich habe ich das Auto auch überprüft und zu dem russischen Lifehack dann später. Also du hast schon mal erzählt, es ist schwierig mit den Verkäufern einen Termin zu machen, weil sie nicht warten wollen. Stimmt ja, das ist das nächste Problem in Russland. Insgesamt 27 Wolgas in 3 Monaten. Ich bin mehrfach nach Chita gereist und Ulan-Ude, um mir Autos anzuschauen. Insgesamt 5 Verkäufer haben mich geprellt, die konnten nicht warten, die haben nicht die Mentalität darauf zu warten, dass der Käufer kommt. Private Autoverkäufer verkaufen so schnell wie möglich. Warum das so ist, kann ich nicht erklären. Der Verkäufer von dem Auto war anständig, ordentliche Verkaufskultur und hat auf mich gewartet, bis ich bei ihm angekommen bin. Was aus meiner Erfahrung auch ein Glücksfall in Russland ist. Deswegen für jemanden, der wenig Erfahrung hat, kann ich nur empfehlen im Autohaus, aber dort bezahlt man den Preis meistens 1,5 bis das 2-fache. Alles klar, du bist dann soweit zufrieden, wie der Kauf abgelaufen ist? Ich bin sehr zufrieden. Wir waren heute bei Techosmotor fragen, was zu tun ist. Es ist nicht viel zu tun. Wir müssen die Nebelscheinwerfer abbauen, weil die nicht original sind. Die Hängerkupplung muss ab, weil die nicht original ist. Das ist alles kein Problem. Es ist eine Stunde Arbeit. Neue Schlammspritzschutzlappen, dann 4 neue Reifen und dann bekomme ich TÜV. Wie lange darf man in Russland ohne Versicherung machen, wenn das Auto gekauft ist? Wenn du ein Auto kaufst in Russland, darfst du 10 Tage ohne Versicherung, ohne TÜV
fahren, du musst den Kaufvertrag im Auto mitführen als Nachweis, du musst die Papiere des ehemaligen Besitzers mitführen als Nachweis. Du hast zwei Optionen, du darfst das alte Kennzeichen des früheren Besitzers benutzen, 10 Tage, und dessen Versicherung, die Versicherung des Verkäufers ist automatisch für den Käufer 10 Tage lang gültig, ohne Probleme. Nach 10 Tagen musst du es ummelden oder es ist eine Ordnungswidrigkeit bzw. Straftat, das weiß ich nicht, aber es wurde eine Strafe fällig. Und wenn man kein Kennzeichen hat, dann darf man auch fahren 10 Tage lang ohne Kennzeichen. Und in dem Fall muss man aber auch den Kaufvertrag komplett dabei haben mit allen Unterlagen, dass man das bei der Verkehrskontrolle nachweisen kann, dass das Auto gekauft wurde von dir. Also liebe Freunde, bleibt bitte dran, schaut euch bitte dieses Video bis zum Ende an. Am Ende dieses Videos seht ihr, wie das Auto von außen aussieht. Dann habt ihr Vorstellung, was Matthias gekauft hat. Also im nächsten Teil erzählt Matthias über seine Rückfahrt mit dem neu gekauften Auto. Bis zum nächsten Teil. Also liebe Freunde, im nächsten Teil des Videos erzählt jetzt Matthias über seine Heimfahrt, was mit ihm auf dem Rückweg passiert ist. Also Matthias, kannst du bitte erzählen, wie die Rückfahrt abgelaufen ist, so allgemein? Ja, die Rückfahrt begann in dem Dorf Tjazin, eine kleine Entfernung von Krasnojarsk entfernt, ohne Probleme. Die ersten kleinen Probleme kamen Richtung Krasnojarsk. Es war leider viel Wasser im Benzin. Ich musste den Wasserabscheider sauber machen, dann ging die Fahrt weiter. Das war auf 1400 Kilometer knapp zweimal der Fall, weil das russische Benzin ist immer nicht so sehr von der Qualität, leider. Dann hatte ich in Kansk ein Problem mit einem mir entgegenkommenden LKW, der Mist gebaut hat. Ich musste ausweichen auf die linke Spur und kam dann beim Spurwechsel auf meine Spur ins Schleudern, drehte mich dreimal um die eigene Achse. Im Auto ist nichts passiert, mir ist nichts passiert, aber ein Reifen ging zu Bruch, als ich im Sandbett auf der Gegenspur zum Stehen gekommen bin. Der hintere Reifen war kaputt, der vorne hat einen Schlatz gehabt. Das heißt, dann durfte ich die letzten 5 Kilometer etwa bis Kansk auf der Stahlfelge hinten reinrollen. Bis zur Tankstelle habe ich es geschafft. War etwa früh um 1:30 Uhr. Habe in der Tankstelle und im Auto übernachtet, gewartet, bis früh der Reifendienst öffnet. Und die Jungs waren so cool, die haben mir 2 alte Ersatzreifen geschenkt. Ich habe die Montage bezahlt und konnte weiterfahren. Zum Benzinverbrauch muss ich sagen, bin ich sehr überrascht. Das ist ein 5-Gang-Getriebe drin, ein Vergasermotor und in etwa 9,3, 9,4 Liter Verbrauch. Ich habe auf die 1400 Kilometer habe ich etwa 110 Liter Benzin getankt und das kann sich für so ein altes Auto eigentlich sehen lassen. Und wie sind jetzt die Benzinpreise in Sibirien, wo du unterwegs warst? Ja, Benzinpreise sind sehr durchwachsen, angefangen von dem Dorf mit 55 Rubel für 92er Benzin bis Krasnojarsk und Kansk, wo ich Preise gesehen habe von 82, 83 Rubel für 92er Benzin. Und dann bis Irkutsk, wo die Preise wieder normal wurden, um die 62 bis 63 Rubel. Also das Preissystem ist hier nicht klar für mich, warum die teilweise teuer sind, teilweise billig. Aber ich habe gemerkt, an den Billigtankstellen hat man schlechte Qualität Benzin. Welche Tankstellenanbieter, Benzinanbieter würdest du zum Tanken empfehlen? Ich habe mir angewöhnt, nur zu Gazprom oder Rosneft zu fahren. Die anderen sind nicht so von der Qualität. Alles klar. Und was sagst du über die Straßen? In welcher Region sind sie in gutem Zustand, deiner Meinung nach? Ja, Krasnojarsker Gebiet sind die Straßen durchschnittlich gut. Aber je näher ich nach Irkutsk gekommen bin, desto besser wurden die Straßen. Und Irkutsker Rayon, würde ich sagen, die sind schon fast deutsche Autobahnqualität. Glatt, eben und wunderbar ausgebaut. Ach so, hätte ich nicht gedacht. Also, jetzt weiß ich Bescheid. Danke dir. Also, liebe Freunde, danke, dass ihr dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Bleibt bitte dran. Am Ende des Videos zeigt euch Matthias noch was über den Motor und auch könnt ihr sein neues Auto Volga sehen. Für euch noch eine kleine Erklärung. In Russland ist Tanken ein klein wenig anders, als ihr gewohnt seid. Zuerst fahrt ihr an die Zapfsäule. Man nennt sie Galonka. Dann solltet ihr die Zahlen auf Russisch wenigstens beherrschen. Dass ihr sagen könnt, Galonka 1, 2 или 3.
Und dann müsst ihr wissen, wie viel Liter ihr braucht. Das heißt, ihr fahrt an die Zapfsäule ran, Tank öffnen, Zapfsäule rein, aktivieren. Ihr geht rein zur Kassiererin und sagt die Gallonkernummer, die Zapfsäulennummer, bezahlt euren Sprit, den ihr haben wollt, wie viel Liter, 10 wäre Desjat, 20 wäre Dvazat oder 30 Liter Trizat. Oder ihr wollt komplett voll tanken, sagt ihr Polny Bak. Dann bezahlt ihr eine fiktive Summe für etwa 50 Liter im Normalfall. Und was ihr zu viel bezahlt habt, wird auf eure Bankkarte automatisch zurückgebucht. Sollte man dann nicht in bar bezahlen. Das gibt es zu beachten. Dann bekommt ihr den Kassenzettel, geht raus. Euer Auto ist meistens schon fertig betankt von der Zapfsäule halb leer einhängen und weiterfahren. Gute Fahrt. Bei den Tankstellen würde ich euch empfehlen, nicht die Billig-Tankstellen oder No-Name zu benutzen. Da hat man immer wieder Ärger mit schlechtem Benzin. Deswegen fahre ich gerne Gazprom oder Rosneft. Das war's zu den Tankstellen für euch, falls es euch interessiert. Bis zum nächsten, euer Matze. Zu den Techos Motor-Dingen, russischen TÜV, gibt es zu meinem Auto zu sagen, wenn es euch interessiert. Wir waren zu einer Vorbetrachtung bei einem TÜV-Stützpunkt, Techos Motor genannt. Was ich tun muss, ich brauche 4 neue Reifen, 4 Spritzschutzlappen müssen dran. Die Hängerkupplung muss ich abbauen, weil die ist nicht original, und die Nebelscheinwerfer. Und dann bekomme ich anstandslos mein TÜV-Zertifikat und kann das Auto anmelden. Das ist alles. Alles andere ist am Auto laut TÜV, Techos Motor, in Ordnung. Hallo miteinander, jetzt gibt es einen kurzen Lifehack, gelernt von meinem kuratischen Freund Sasch, wie ihr eine einfache Motordiagnose machen könnt. Ich muss kurz das Standgas hernehmen. Ihr braucht einen Stock, und wenn ihr Kugellager testen wollt, Stock aufsetzen und hören. Und dann hört ihr die charakteristischen Geräusche, wenn es kaputt ist, wenn es lautstark rührt. Oder in meinem Fall ist es ruhig, ein ruhiges Surren. Damit könnt ihr testen, ohne Stethoskop oder andere Hilfsmittel, wie eure Motorlager im Zustand sind. Also der Ton geht dann über den Holzstab. Der Ton geht von der Spitze über die glatte Fläche, über deinen Daumen in das Ohr, und du hörst deutlich, wie der Klang des Motors ist. Das habe ich gemacht. Der Motor hat keine Probleme, bis auf den Generator. Dort muss ich die Kugellager austauschen. Das habe ich gehört. Das klassische dumpfe Röhren von kaputten Kugellagern. Alle anderen Lager habe ich überprüft. Auch unten, die Kugelwelle habe ich abgehorcht. Mein Stock war länger und gebogen. Der ist nur für euch als Beispiel. Und ich habe eine Stunde gebraucht, alle Lager intensiv abgehört. Der Motor hat keine Lagerprobleme und läuft relativ ruhig, bis auf das Standgas. Das muss ich korrigieren. Alles klar, Matthias, danke für die Erklärung. Also liebe Freunde, danke für das Anschauen dieses Videos. Hoffentlich hat es euch gut gefallen. Wir haben hier in Sljudianka schon Schnee, obwohl es in Irkutsk noch trocken ist, aber auch kalt. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gut gefallen. Bitte meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In den nächsten Videos zeige ich euch weiter das Leben in Irkutsk und auch werde die Videos von Matthias aus Burятien veröffentlichen. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis die Tage. Tschüss.